das ist meins und das ist meins. Das alles ist weiß und das ist nur das. Das weiß ist das und rot ist das. Und da ist meins. Nein, das ist für dich und das ist kann ich jetzt raus. Mit kleine Das ist ein Cent. Nein, ich meine, ich sehe, wie viele Münzen. All done. That's the engine. That's the car washer here. Oder da. Ah. No washing now? Downstairs. Ladies and gentlemen, shipping company Koi wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of the highlights we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Koi. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. Residents of Amsterdam are very proud of their city, and they definitely like to know how old their home is. This takes us back to the Middle Ages, because the origin of the city lies in the distant past. It is believed that the first inhabitants were fishermen, settling not far from the place where the Amster River empties into the Eye, which at the time was still connected to the Zuider Zee, now the IJsselmeer. Amsterdam was granted city rights in 1275. This lively little town, with wooden houses and protected from the water by levees, was small in those days. It only covered a strip of land of about 200 by 1,000 meters on both sides of the Amster River. Over the years, Amsterdam grew into an international center of culture, trade, industry, and sea and air traffic. Der Amsterdamer ist sehr stolz auf seine Stadt und möchte daher wissen, wie alt sein Geburtsort ist. Dafür müssen wir ins Mittelalter zurückkehren, denn die Ursprünge dieser Stadt liegen in grauer Vergangenheit. Es wird vermutet, dass sich die ersten Einwohner als Fischer ansiedelten, etwa dort, wo die Amstel in das Ey mündet, das damals noch mit der Zuider Zee, dem heutigen IJsselmeer, verbunden war. Im Jahr 1275 erhielt Amsterdam die Stadtrechte.
Diese lebhafte Stadt mit ihren Holzhäusern, die von Deichen umgeben waren, die sie vor dem Wasser schützten, war zu dieser Zeit klein und erstreckte sich zu beiden Seiten der Amstel über eine Strecke von etwa 200 mal 1000 Metern. Amsterdam hat sich im Laufe der Jahre zu einem internationalen Zentrum für Kultur, Handel, Industrie sowie See- und Luftverkehr entwickelt. Guck mal, wir sehen die Bällchen. Guck mal, da steht was in das Wasser. Looking to your left, you will see the Scheepvaarthuis, shipping house, built by 6 major Amsterdam shipping companies to serve as their head office. This building is also known as the House with 1,000 Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with details from shipping history, including the voyages of the VOC. It currently serves as a very luxurious hotel. Links sehen Sie ein Schifffahrtshaus, das von 6 großen Amsterdamer Reedereien gebaut wurde. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. Das Gebäude wurde in dem bekannten Baustil der Amsterdamse Schoolstijl gebaut und wurde mit Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. We are now sailing the old inner harbour of Amsterdam, the Kromme and the Oude Waal. Behind the locks, ships were docked, sheltered from the sea. Wir fahren jetzt durch den alten Binnenhafen von Amsterdam, de Kromme en de Oude Waal. Hier, hinter der Schleuse, lagen die Schiffe geschützt vor dem Meer. Amsterdam was facing a major housing shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. To your right, we can see the Montalbaanstoren, an old defence tower.
The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Malle Jaapie, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montelbahnstoren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. In 2012, and it is the first major cultural institute located in Amsterdam North. Links sehen Sie das Filmmuseum. Das Gebäude wurde 2012 eröffnet und ist die erste große kulturelle Einrichtung, die in Amsterdam Nord errichtet wurde. And look also to here to the left to the high building next to the film museum. It's the former head office of the Shell, the oil company. Nowadays it's called Adam Tower, Amsterdam Dance and Music Tower. And it's a building with all kinds of restaurants, a rotating restaurant under the platform. There are discos. And there are swings on the top. You can swing over the edge if you want. And if you're there, but if you don't dare, you have a nice view. Huh? Everything is fine over there on the top. So dat is ook een gebouwd hier links, een gebouwd met restaurants, disco's en shows. Daar kunnen ze showen. We have now left the inner city and are getting to the former harbour. Amsterdam boasts one of the largest ports in Europe. As ships were getting bigger, it was necessary to build entire. That is why the ferry crossing is free. Zwischen dem Zentrum und Amsterdam Nord fahren viele Fähren. Dies soll den vielen Fußgängern und Radfahrern das Überqueren ermöglichen. Es gibt noch keine Tunnel- oder Brückenverbindung für Fußgänger und Radfahrer. Der Übergang mit der Fähre ist daher kostenlos. Simon, es sitzt ein bisschen gut an, der Gang runterschalten. Amsterdam is increasingly becoming part of the city centre. Because of the subway connection and the ferries, this part of the city has gotten more accessible. Das Nordufer von Amsterdam wird zunehmend Teil des experimentelles Musikzentrum für klassische und Jazzmusik.